In diesem Video spreche ich über einen Unterschied, der im Alltag oft verwechselt wird, aber für Menschen wie mich jeden Tag entscheidend ist: der Unterschied zwischen Barrierefreiheit und Inklusion. Beides wird in Gesprächen, in der Politik und in den Medien gerne in einen Topf geworfen. Für mich als Rollstuhlfahrende Person mit einer schweren Körperbehinderung sind es jedoch zwei völlig verschiedene Dinge, die unterschiedlich wirken und unterschiedliche Gruppen betreffen. Barrierefreiheit bedeutet, dass eine Umgebung, ein Gebäude, ein Verkehrsmittel, eine Webseite oder eine Veranstaltung so gestaltet ist, dass Menschen mit Behinderungen sie überhaupt erreichen, nutzen und betreten können. Es geht um Rampen, Aufzüge, breite Türen, abgesenkte Bordsteine, barrierefreie Toiletten, Platz zum Rangieren mit dem Rollstuhl, verständliche Kommunikation, Untertitel, gut lesbare Beschriftungen und vieles mehr. Barrierefreiheit richtet sich vor allem an Menschen mit körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen, also an Menschen, die auf Hilfsmittel, klare Wege, Orientierungshilfen oder technische Unterstützung angewiesen sind, um überhaupt teilnehmen zu können. Inklusion dagegen beschreibt eine gesellschaftliche Haltung. Es geht darum, dass alle Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, gleichberechtigt dazugehören sollen. Dass niemand ausgeschlossen wird, weil er anders ist. Inklusion betrifft nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch Menschen mit Migrationsgeschichte, ältere Personen, sozial benachteiligte Menschen, queere Menschen oder Personen, die einfach nicht in die gesellschaftliche Norm passen. Inklusion bedeutet Wertschätzung, Offenheit, Begegnung und Vielfalt. Aber sie funktioniert nur, wenn alle Menschen tatsächlich Zugang haben. Und hier liegt der entscheidende Punkt. Für mich ist Barrierefreiheit wichtiger als Inklusion. Nicht, weil mir Gleichberechtigung oder Teilhabe egal wären, sondern weil Inklusion ohne Barrierefreiheit nur eine schöne Idee bleibt. Wenn eine Veranstaltung offiziell inklusiv ist, aber der Veranstaltungsort nicht barrierefrei, dann bringt mir das nichts. Ich kann nicht teilnehmen. Es spielt keine Rolle, wie offen die Menschen dort sind, wie willkommen ich wäre oder wie vielfältig das Publikum ist. Wenn ich mit meinem Rollstuhl nicht einmal zur Eingangstür komme, bin ich ausgeschlossen, noch bevor irgendjemand die Chance hat, inklusiv zu handeln. Barrierefreiheit ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Inklusion überhaupt stattfinden kann. Ohne sie bleibt Inklusion ein theoretisches Konzept, eine nette Überschrift, aber kein erfahrbares Miteinander. Barrierefreiheit ist wie der Schlüssel zur Tür, die Inklusion erst öffnet. Wenn die Tür verschlossen bleibt, dann hilft alles Wollen und alle guten Absichten nichts. Umgekehrt funktioniert es aber durchaus. Ich kann Veranstaltungen besuchen, die nicht ausdrücklich inklusiv sind, solange der Ort barrierefrei ist. Vielleicht denkt dort niemand aktiv über Inklusion nach. Vielleicht wurde nichts Besonderes geplant, um Menschen mit Behinderung einzubeziehen. Aber wenn ich reinfahren kann, wenn ich mich frei bewegen kann, wenn ich eine Toilette nutzen kann, wenn ich nicht ständig auf Hindernisse stoße, dann kann ich teilnehmen. Dann kann ich reden, zuhören, lachen, neue Menschen kennenlernen. Dann entsteht Inklusion oft ganz von allein, einfach weil man im selben Raum ist und miteinander in Kontakt kommt. Barrierefreiheit ist also nicht nur ein technisches Detail, nicht nur eine Rampe oder ein Aufzug. Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht und eine Voraussetzung für echte Teilhabe. Sie hilft Menschen mit Behinderungen, älteren Menschen, Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit temporären Verletzungen und vielen anderen. Inklusion ist wichtig, aber ohne Barrierefreiheit bleibt sie leer. Deshalb sage ich ganz klar: Für mich persönlich steht Barrierefreiheit an erster Stelle. Nur wenn ich reinkomme, kann ich auch dazugehören.